Guten Abend, Europa, oder wie Rafal sagt. Stefan, unser Chef hat gesagt, wir sind in diesem Jahr so harmonisch, wie wir es noch nie waren. Wir müssen uns mehr streiten. Nee, wir müssen vor allem jetzt mal über dieses zweite Semi reden, denn mir ist eine Sache aufgefallen, die mich heute Nacht und keine Nacht mehr schlafen lässt. Dieses Semi war so sexualisiert wie keines zuvor. Vollkommen übersext. Nur Gestöhne. Die Highlights und Lowlights des zweiten Semifinals jetzt. San Marino. Zenit und Flowrider endlich vereint auf der großen ESC-Bühne. Das hat Spaß gemacht. Die waren gut drauf auf jeden Fall. Ich hatte das Gefühl, sie war heute aufgeregter als beim Juryfinale. Ein bisschen, oder? Wenn der große Star mit den vielen Uhren da ist, dann kann man auch schon mal aufgeregt sein. Aber das ist ja nur nebensächlich. Eigentlich war es ja toll, dass die beiden jetzt endlich zusammen sind. Ich fand, die haben das gut zusammen gemacht. Ganz süß und sehr menschlich fand ich die Umarmung am Ende. Stimmt, die war auch schon in den 3 Proben vorher und im Juryfinale sehr menschlich und heute wieder. Das ist bei Duos total wichtig, dass die sich gut verstehen. Aber mir ist auch noch eine andere Sache aufgefallen. Corona-gerechte Outfits auf der Bühne, nicht nur bei Zenit und Flowrider, aber die hatten auch so ein bisschen diese Face Shields so als Vorbild. Nach Zenit ging's flott weiter mit Uko Suviste. Das Schönste an Ukos Auftritt, und da habe ich tatsächlich jetzt was Schönes gefunden, das ist der Background-Sänger, den man total deutlich im zweiten Semi gehört hat. Hat er gut gemacht. Ja, und dann hat ist mir leider noch nicht was gereicht. Ja. Nee, es hat leider nicht gereicht, aber mir ist noch eine andere Sache. Während ich so verträumt auf Uko geguckt habe, ist mir aufgefallen, dass bei den Esten irgendwie immer schlechtes Wetter ist. Das war doch bei Viktor Das ist Krone ja auch auch sehr so. weit im Norden, das Land. Ciao, ciao, Estland. Tschechien. Auch vollkommen übersexualisiert. Was war da los, Alina? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir müssen Benny Christo fragen. Ja, das hatte doch viel Schönes. Griechenland. Ja, Mann, wir waren so gespannt auf diese Inszenierung. Was wird nun auf diese grüne Hölle raufgekiet? Ja, und dann ist die Antwort, ehrlich gesagt, so ein paar kleine Fehler werden da raufgekiet. Und ehrlich gesagt ein relativ langweiliges Setting. Irgendwie wirkte das alles sehr unmodern und man hätte doch ganz andere Sachen machen können, oder? Als sie da die Treppe hochgeht. Aber sie hat es natürlich trotzdem ins Finale geschafft. Und ihr Outfit war ja auch so toll. Ne? Ihr Outfit würde übrigens perfekt hier zu unserem Studio passen, zu unserem Hintergrund. Oder? Guck mal, das sieht doch aus, als hätte Stefania sich aus diesem Vorhang das Outfit genäht. Also fürs Outfit gibt es 12 Punkte von uns. Österreich. Amen. Amen. Ach so, wie schade. Er war sehr bewegt. Ja, und er hat es gut gemacht. Er hat gut gesungen. Gemacht. Der Auftritt war gut choreografiert. Er hatte schönes Licht. Die Stimme war toll, fand ich. Schade. Und das Ende, er ist dann so emotional geworden und hat dann sogar am Ende auf der Bühne geweint. Und das war so ein schöner Moment auch fürs Publikum. Is this what you wanted? Tell me, is this what you wanted? Okay, schauen wir uns Polen an. So baby, hold on for the ride of your life. High above ground, living it loud. Was ich nicht verstanden habe, war, bei Rafa stand auf der Bühne noch ein einzelner verlorener Background-Sänger.
wissen die nicht, dass der auch hinter der Bühne stehen könnte, theoretisch? Oder hatte der irgendeinen Sinn? Aber der Sinn hat sich mir leider nicht erschlossen. Der hat gesungen. Ja, aber ich meine, das machen ja alle Background-Sänger, aber die stehen dann hinter der Bühne und nicht so allein und verloren. Ein einziger. Ja, schade, Schade? dass Polen nicht etwas Besseres geschickt hat. So. Moldawien. Give me some sugar. Helene Fischer aus Moldau. Das war ja auch sehr übersext. Ja, tatsächlich. Aber das war eine tolle Performance. Da kann man jetzt gar nicht ihr so viel anhängen. Das Einzige, was man vielleicht mal näher sich anhören konnte, war dieser ganz, ganz lange Ton am Ende. Sehr, sehr lang. Aber gar nicht mal so schön. Das Schönste an der Performance von Moldau bzw. an der Show war dass Philipp Kirkorov ins Finale gekommen ist. Also nee, Natalia Gordienko natürlich, aber Philipp Kirkorov hat sich so gefreut, als hätte er selber gewonnen. Island. Ja, bitter, dass sie nicht auftreten konnten. Das macht uns sehr traurig. Aber sie haben es ja auch mit einer Performance quasi aus der Konserve ins Finale geschafft. Und besonders schön finde ich diesen Schlussgag. So großartig und einfach so smart und so einfach. Überhaupt, ach, das war doch eine tolle Performance. Ja. Mit mit den runden Keyboards. Der schönste, der emotionalste Moment war aber dann Schnelldurchlauf. Ja. Ja, wo die Band da saß und komplett war, obwohl 2 Menschen nicht im Raum waren. Ja, schön, dass Sie im Finale sind. oder? Wir Wollte ich drücken auch Ihnen sagen. alle Daumen. Serbien. Marcel hat uns ja etwas Wichtiges verraten, dass vor allem die Künstlerinnen und Künstler, die tanzen müssen, sich gerne mal so ein bisschen was Klebriges unter die Schuhe schmieren. Das hört sich jetzt eklig an, aber offensichtlich hilft es, weil diese Bühne wahnsinnig rutschig ist. Und dann Wie stell eine dir mal Eislaufbahn ist die. Ja, aber stell dir mal vor, Ein falscher Schritt und schwupps. du bist Sanja Vucic auf solchen Hacken da unterwegs und musst dann auch noch so tanzen und singen. Und Ja. rutscht dann da aus. Das ist nicht, will man nicht sehen. Ich weiß ja auch, wie das ist, wenn einem die ganze Zeit die Haare ins Gesicht fallen. Ne, dass sie die nicht wegwischen müssen und da einfach so diese Performance durchziehen. Das war ist nicht super. einfach und dabei Ja. so gut singen. Ne? Das ist ja Nein. auch nicht einfach zu singen. Es ist ganz hervorragend. Völlig verdient im Finale. Du sagst Georgien, ich sag My Love. Oder willst du direkt My Love sagen? Nein, du sagst Georgien, ich sag My Love. Nein, ich möchte aber nicht. Okay. Nein. Georgien. My Love. Bin immer so abgelenkt von dem Gesamtkunstwerk, was Georgien uns in dieser ESC-Saison da auf die Bühne gestellt hat. Es ist ja nicht nur so dieses Gefühl von, die Show ist vorbei und jemand aus dem Publikum darf noch mal auf die Bühne und ein Lied singen, sondern es ist auch so die Art und Weise, wie sie ihn angezogen haben. Das ist so, ich verstehe es nicht. Also wenn man keine Ideen hat, dann würde ich sagen, hilft immer ein schwarzer Rollkragenpullover und eine Hose. Aber das ist so richtig, als ob irgendwie die Frau von Tornike gesagt hat, komm, wir gehen jetzt zum ESC, zieh dir bitte ein gutes Hemd an. Er war ganz erstaunt, als er sich dann das erste Mal im Schnelldurchlauf gesehen hat. Und das konnte er gar nicht glauben, wie das aussah. Er hat das gemacht, womit man damit umgehen kann. Er hat sich einfach eine Flasche Wein aufgemacht. Und da war es schon viel besser im zweiten Schnelldurchlauf. Und dann konnte er auch schon wieder lachen. Ja. Albanien.
Ich liebe diese Show von Albanien, weil das Beste daran kommt direkt am Anfang. Das ist quasi die Best Minute aus dem ganzen Song, wird direkt an den Anfang gestellt. Das ist so clever von denen. Da bist du direkt im Thema drin. Die haben ja nur 3 Minuten, es geht direkt ins Thema rein, quasi mit einer Zusammenfassung und dann fängt sie an. Und das ist so toll gemacht. Sie füllt diese Bühne komplett alleine. Braucht keine Tänzer, braucht keine Background-Sängerinnen und Sänger. Sie schafft das ganz alleine. Sie hat eine unglaubliche Präsenz auch. Ne? Mhm. Und sie könnte auch jede Bühne füllen. Sie könnte auch zum Beispiel vor der Klasse auftreten, glaube ich, mit ihrer Präsenz. Wenn sie jetzt Mathelehrerin wäre und sagt, liebe Kinder, das ist ein Kreis. Dann denken sich alle, ja, es ist ein Kreis. Ja, weißt du, und sie erinnert mich ein bisschen von ihrer Performance her an Iveta Mukuchian. Auch dieser ganze Habitus. Ja, Iveta. Ja, wir sind gespannt. Da können ein paar Pünktchen rüberflattern nach Albanien. Und wir sind sehr glücklich, dass dieser Auftritt, der dann raussticht durch diese cleveren Visuals und diesen außergewöhnlichen Song, den sie ganz hervorragend singt, sind wir guten Mutes und würden das durchaus als Highlight bezeichnen. Portugal. Love is on my side. Love is on my side. Ist das vielleicht dieses Dark Horse, was hier heimlich rumgaloppiert? Und die ganze Zeit schon in unserer Nähe weidet und wir haben es nicht gesehen. Ja, aber es ist doch wirklich so. Man hat das eigentlich gar nicht so auf dem Zettel gehabt. Und dann auf einmal rollt es das Feld von hinten auf, der Beitrag. Also wir hatten ja schon die tolle Inszenierung gelobt. Das ist nach wie vor so. Ich hätte tatsächlich nicht gedacht, das überrascht mich total, dass sie es ins Finale schaffen. Und ich freue mich auch, dass Tatanka diesen einen Moment hatte, wo er nach vorn gehen konnte auf die Bühne und die Gitarre nehmen konnte und sich schräg hinstellen konnte. Und Wie? Maybe not tonight. Ja, das bleibt im Gedächtnis. Bulgarien. Nervous systems aching, growing up is getting old. Sehr interessant. Ganz tolles Licht ist mir aufgefallen. Ganz anders als alle anderen Acts, die wir gesehen haben. Die Bulgaren haben es geschafft, Victoria so ganz intim auf der Bühne, so ganz bei sich irgendwie verloren in ihrem Lied darzustellen. Und man hat nicht das Gefühl, dass sie auf so einer Riesenbühne steht, dass da Publikum ist. Man ist so ganz nah an ihr dran. Die setzen auf so eine Farbgebung und auf ein Licht, was kein anderer Act hat. Ja, das war eher blau und gelb. So. Nein, es hat So kann wirklich man's gut auch funktioniert. Sie transportiert eine super Stimmung und es fühlt sich toll an. Also Und wenn sie es macht Punkte super. gäbe für die beste Inszenierung, dann wäre sie, glaube ich, Titelanwärterin. Vielleicht nach Island. Finnland. Put your middle fingers up, take a shot, do it up and don't stop. Das habe ich nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, dass Finnland ins Finale kommt und Dänemark nicht. Aber das ist was anderes, darüber müssen wir gleich sprechen. Mir ist eine andere sehr wichtige Sache aufgefallen, Stefan. Was wir uns versucht haben zu erklären, ist put your middle finger up. Und Jendrik so, ja. Das ist eine schöne Verbindung. Ich finde auch, die passen auch gut zusammen. So, ich glaube, die sind vom Mut sehr ähnlich. Nur, dass Jendrik es zeigen darf und sie ja nicht, weil sie ja gerade auf der Dark Side sind. Lettland. Ja, darüber wollten wir eigentlich gar nicht mehr reden. Ne? Es gab nur einen lustigen Kommentar von euch auf eurovision.de. Da hat jemand geschrieben, interessant, dass man für den Hintergrund von Samantha Tina dieses Scheibenwischergeräusch genommen hat. Stell dir mal vor, du fährst zum ESC und sagst, ja, ich fahre für Lettland, ich bin Background-Sänger, Sängerin und dann stehst du da was. Das war einfach ein ganz schwacher Auftritt Ja. und ein wirkliches Lowlight dieses Finals. Und damit sind wir da jetzt auch durch. Die Schweiz. Highlight, Highlight. Highlight. Allerdings verstehe ich immer weniger die Inszenierung, die ganze Optik. Ich finde, das Lied ist so emotional und die Inszenierung ist viel zu modern. Das bricht einfach so. Und es bricht halt nicht auf eine schöne Art und Weise. Manchmal ist es ja gut, so einen Bruch zu erzeugen. Aber ich glaube, das nimmt dem Lied
das Potenzial? Ich finde es toll. Ich habe das Gefühl, die haben auch noch mal ein bisschen an den Schnitten gearbeitet. Vielleicht täusche ich mich auch und habe mich da nur mehr daran gewöhnt. Er hat so eine positive Energie und auch im Schnelldurchlauf hat man das gesehen. Und das finde ich einfach mega gut. So, also diesen Vibe, den er so ein bisschen auch mit Jendrik teilt, der hat den auch. Der ist super schön und deshalb gönne ich ihm nur das Beste. Und ich glaube auch, dass er, ich dachte mal, Top 5 ist drin. So, und jetzt kommen wir zu dem Moment, wo wir gar nicht glauben konnten, dass der passiert. Und ich war schon so voller Vorfreude, Alina. Ich habe irgendwie meinen 80er-Jahre-Anzug rausgeholt und mein Lieblingsfrottee-Hemd. Und jetzt ist es soweit und wir müssen uns von dem schönsten und tollsten Act des letzten ESC-Jahrzehnts eigentlich verabschieden. Und das ist... Wir müssen auch was tun, um das Erbe zu bewahren von Vier Flammen. Ja, wir müssen einfach sie in alle Songcheck-Sendungen der nächsten 5 Jahre einbauen. Das ist einfach nicht fair gewesen. Das ist einfach wirklich nicht fair gewesen. Ich hätte nie im Leben gedacht, dass Dänemark nicht weiterkommt. Und wenn ich dann jetzt gucke, wer weitergekommen ist, dann wundert es mich doch schon. Es ist kein Platz für Dänemark im Finale, aber es wird immer ein Platz in unserem Herzen sein. Wie geht's euch mit Dänemark? Teilt ihr unsere Trauer oder seid ihr zufrieden mit den Finalisten? Schreibt es uns in die Kommentare oder schreibt uns eine Nachricht. Und das waren die Highlights und die Lowlights des zweiten Halbfinals. Jetzt wird es ernst. Samstag, das große Finale. Wer darf jubeln? Wo fließen die Tränen? Wer ist verzweifelt und wer glänzt? Oh, ich kann nicht noch mehr Tränen. Es ist einfach viel zu emotional, dieser ESC-Jahrgang. Wir sehen uns hier auf eurovision.de.